Trommelwirbel! Es gibt wieder neue Primecoins Chart-Checks und zwar in Videoform. Puh, das war eine Menge Arbeit. Neue Datenbank, dann die ganzen Dashboards verknüpfen. Aber ich will Sie gar nicht lange mit dem Schnickschnack im Hintergrund aufhalten, sondern starten wir gleich mit dem ersten Wert und zwar Henkel. Bevor es aber losgeht, wie immer zunächst kurz der Blick auf die Rechtshinweise, denn dieses Video stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen spiegeln lediglich die Meinung von Primecoins wider. Die vorgestellten Produkte werden zu Demonstrationszwecken gezeigt und Sie wissen es, Aussagen, die die Zukunft betreffen, sind immer risikobehaftet. So, und da müssen wir uns auch gleich ein wenig sputen, denn bevor uns hier die Kurse davonlaufen, der DAX startet ja trotz Chaosgipfel am Wochenende recht fest in die neue Handelswoche, werfen wir daher gleich einen Blick auf den Langfristchart. Ja, das letzte Jahr, das zurückliegende Jahr war kein gutes Jahr für Henkel. Wir haben knapp 14% an Wert eingebüßt, alleine in diesem Jahr knapp 3%. Logisch, daher notieren wir auch, wenn wir einen Blick auf den Trendchart werfen, recht deutlich noch unterhalb der 200-Tage-Linie. Seitdem wir im November in den Abwärtstrend gewechselt sind, haben wir 7,34% an Wert eingebüßt. Momentan verläuft der GD200 bei 111,18 Euro. Wechseln wir auf den Kerzenchart und da wird es jetzt interessant, denn Henkel arbeitet nun an einer Bodenbildung, vor allem der Freitag mit einem Plus von knapp 1% sticht hier hervor und könnte jetzt ja doch neue Chancen auf der Long-Seite greifbar machen. Wir befinden uns zwar noch innerhalb eines intakten Abwärtstrendkanals, haben uns jetzt aber wieder an dessen obere Begrenzung herangeschoben. Damit haben wir jetzt sozusagen einen Doppelwiderstand vor der Brust, denn wir befinden uns gleichzeitig auch in einem kleinen Seitwärtstrend. Damit deckelt jetzt auf der Oberseite das April-Top im Bereich von 108,50. Zuvor wäre jetzt hier der Sprung über 157 nötig, um erste Long-Impulse zu initiieren, also der Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal und danach zur Bestätigung einmal der Sprung über das April-Top. Ja, was kann man als Kursziel hier ausrufen zunächst? Das wäre dann einmal der Bereich hier oben auf dem Niveau des März- und Februar-Tops. Das wären 113,90 ungefähr. Dazu müssten wir allerdings vorher noch den GD200 und diesen kleinen Aufwärtstrendkanal nach oben verlassen. Aber das wäre durchaus möglich. Vor allem dazu holen wir einmal das Volumenprofil dazu. Das wäre dann eine Ping-Pong-Bewegung zwischen diesen beiden Volumenspitzen und das sieht man in der Charttechnik eigentlich recht häufig. Ich kann das Ganze nochmal einfärben, dann sieht man hier die Unterstützung und die Widerstände etwas besser. Und damit sehen wir auch schon bei 105, da haben wir eine wichtige Unterstützung vorliegen. Das war das Tief am Freitag, da sollte es jetzt nach Möglichkeit nicht mehr nach unten gehen, denn dann könnte es noch einmal bis 103, 102,50 zurückgehen und sollten wir auch diese Unterstützung nach unten reißen, ja, dann wäre das positive, das leicht positive Bild, momentan ist Henkel ja noch was für spekulative Hände, wieder in sich zusammenfallen. Wie könnte ein Long Setup aussehen? Ich habe mal was vorbereitet anhand eines Mini-Long von der City mit der WKN CQ4H0D. Die Scheine verfügen über ein Knockout-Level bei 91,37 Euro und eine Hebelwirkung von 5,41. Ja, ein Long Trade mit Ziel im Bereich 113,90, das wären im Schein 2,56 Euro, macht eine Gewinnchance von knapp 28%. Den Stop-Loss ist ein bisschen Geschmackssache. Ich würde ihn ein bisschen tiefer platzieren. Ich kann hier nochmal die Zielzone und das Stop-Niveau eintragen. Also ich würde ihn hier knapp unterhalb des April-Tiefs platzieren. Das wären im Schein 1,30 Euro. Macht ein Risiko von knapp 35%. Sollten wir hier allerdings dann nach oben ausbrechen, also diese 157 und dann im Idealfall auch die 108,50 überbieten, dann den Stop-Loss sofort auf 105 nachziehen. Ja, was kann man zu Henkel noch sagen? Aus saisonaler Sicht ist das jetzt erstmal so keine gute Phase. Die positive Auftaktphase endete ja am Freitag, ja, und nun zeigen so ein bisschen die Trendpfeile erstmal nach unten für ein paar Tage bis zum 26.06. Allerdings die saisonale Auswertung sollte man ja auch nicht zu ernst nehmen. Das war es dann auch von mir in aller Kürze. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche und natürlich erfolgreiche Trades.